Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir haben, sind wichtig, und zwar gibt es jetzt vom Tallinn-Flughafen, ja, ein Flughafen, den ich sehr oft frequentiere, Bilder, wie so eine Powerbank in die Luft geht, hätte ich fast gesagt, zumindest anfängt zu brennen. Wir gehen dann nochmal auf die Thematik ein. Wir haben KLM, die hat dieselben Probleme wie Lufthansa. Lufthansa hat ja ein Programm, KLM hat ein Programm, um auch Gewinne zu realisieren und spannend, aber KLM hat schon Erfolge. Lufthansa bestimmt auch, besprechen wir dann, wenn sie kommen. Weiter gibt es dann von den Lufthanseaten, dass sie nicht mehr nach Tel Aviv fliegen. Gab Raketenangriffe. Wir haben auch nochmal eine Promotion, auf die wir eingehen, von American Express. Da gibt es wieder mehr Bonvoy-Punkte, ob es sich für euch lohnt. Und Eurowings hat auch eine Promotion, mehr Meilen, obwohl es gerade wohl bei einigen klemmt bei der Punktegutschrift. Das habt ihr mir gesagt. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal bei mir melden. Ja, lasst uns das Thema direkt angehen. Und zwar das erste Thema ist das Thema vom Flughafen Tallinn. Ah ne, andere Seite. Da kommt das Video. Und zwar ist das so, dass dort ein Koffer anfing zu kokeln in der Kontrolle. Und zwar ist es so, dass dieser Vorfall den Flughafen Tallinn dazu veranlasst hat, eine dringende Sicherheitswarnung an die Passagiere zu veröffentlichen, die im Sommer mit Powerbanks reisen, und haben halt dieses Video dann mit veröffentlicht. Und es zeigt auch eindrucksvoll, wie froh man ist, wenn das Ding nicht in der Luft anfängt zu kokeln. Ihr seht auch die Bank. Auf der Bank, also das ist so ein Tisch zwischen den Steusen, da lege ich meine Tasche auch drauf. Also insofern alles bekannt. Und die Powerbank explodierte in dem Handgepäckstück während der Routinekontrolle am Sicherheitscheckpoint, und die Überwachungskameras haben das Ganze aufgezeichnet, wie das in Rauch und Flammen rausschoss. Und ihr seht am Ende auch noch, wie das qualmt. Also das mit dem Feuer ist nicht ganz so vorbei. Der Sicherheitsmitarbeiter konnte das Feuer relativ schnell mit dem Feuerlöscher eindämmen. Und wichtig ist halt wirklich, dass es für euch nochmal so als Hinweis gilt. Der Flughafen sagt übrigens, wir sind froh, dass es vor dem Flug passiert ist. Im Frachtraum eines Flugzeugs hätte das niemand bemerkt. Ja, Freunde, das ist Handgepäckskontrolle. Also das wäre jetzt nicht im Frachtraum gelandet. Es sei denn, das Ganze ist zum Beispiel in so einer ATR von Finnair auf dem Flug von Tallinn nach Helsinki. Heute fliegen sie nicht, heute wird gestreikt. Ja, alle Flüge von Tallinn nach Helsinki sind gestrichen bei Finnair. Und dann kann das anfangen zu kokeln, und dann wird selbst ein 20-minütiger Flug, 16 ist mein Rekord, wird dann zu lang. Und deshalb solltet ihr halt auch mal die ganzen Sachen im Blick behalten. Und ich kann auch das Ganze nachvollziehen, dass man die Powerbank dann rausholt und die Powerbank neben sich hinlegt und anschaut, was da die Powerbank vor sich hin powerbankt. Wichtig ist es, dass es ja natürlich da auch schon Vorfälle in der Luft gegeben hat. Air Busan im Sommer 2025, in dem Jahr Sommer, sag ich schon, bis Januar. Also wir müssen im Sommer nicht warten. Da ist ja quasi ein A321 von Airbus komplett abgefackelt. Dann ist es mit Problemen gewesen, weil natürlich die Leute evakuiert sind und so weiter. Die Maschine brannt halt aus. Und es war einfach nur eine überhitzte Powerbank. Die Fluggesellschaften gerade in Asien, Thai Airways, Singapore Airlines, nehmen das Ganze ja relativ ernst und sagen, Powerbanks dürfen nicht mehr im aufgegebenes Gepäck. Das ist bei allen so üblich. Also ich kenne keine, wo das so erlaubt war. Das war ja auch damals das Thema, als während der Unterhosenbomber, wo man auf einmal keine Notebooks mehr mit nach Amerika nehmen durfte. Da weiß ich noch, wie ich mein Notebook in so einen feuersicheren Kasten reinlegen musste. Dann müsste man am Körper tragen und natürlich unter direkter Aufsicht verstaut werden. Laden während des Flugens ist teils verboten. Also das heißt, einmal das selber zu laden, als auch das zum Laden zu nutzen. Und auch die USB-Anschlüsse oder Steckdosen an Bord sollten nicht unbeaufsichtigt genutzt werden. Wichtig ist, dass ihr wirklich dieses Gepäckstück nicht reintut, also die Powerbanks nicht ins aufgegebene Gepäck reintut. Dann die Lithium-Ionen-Akkus nie unbeaufsichtigt lassen. Ihr solltet auch eventuell Geräte möglichst nicht auf 100% laden, Notebooks und so weiter. Ist so, dass man diese auch nicht anmachen sollte im Gepäck, sondern erst ausmachen und dann im Bord wieder anmachen, wenn man sie benutzt.
Die FAA empfiehlt sogar nur 30% Ladestand zur Risikominimierung. Beim Schlafen, die Ladeverbindung solltet ihr trennen. Sichtbare Schäden an Kabeln oder Geräten sind tabu und verwendet nur Original-Ladegeräte und Originalkabel. Ich selber benutze auch von Drittherstellern Kabel, also wie zum Beispiel von Mofi oder sowas, aber das sind alles Kabel, wo ich weiß, die sind zertifiziert. Und daran seht ihr halt wirklich, dass solche Vorfälle an Bord ein Problem werden können und dass Gadgets damit natürlich in 35.000 Fuß eine Feuerfalle sein können. Ihr könnt ja nochmal von euren Erfahrungen berichten. Mich hat es ein bisschen schockiert, einmal nochmal wieder zu sehen, obwohl ich es schon mal gesehen hatte, wie so ein Ding anfängt zu brennen und wie intensiv das Feuer ist. Und natürlich auf der anderen Seite, dass der Tallinn Flughafen ist, wenn man einen persönlichen Bezug dazu hat. Wo wir auch einen persönlichen Bezug zu haben, ist zur KLM oder aber auch zur Lufthansa, wo wir mehr Bezug zu haben, glaube ich. Während Lufthansa im ersten Quartal 2025 mit einem Betriebsverlust von 553 Millionen Euro tiefrot in den Zahlen steckt, ist es so, dass die KLM eine spürbare Verbesserung genannt hat. Uns hat gesagt, der Betriebsverlust reduziert sich von 290 auf 199 Millionen Euro. Ein deutliches Zeichen, dass deren Sparprogramm Wirkung zeigt. Wichtig ist natürlich, dass man hier auch sagen muss, dass das erste Quartal eines Jahres immer klassisch schwierig ist. Wir haben ja auch Ostern im zweiten Quartal, heißt also, dass da natürlich die Zahlen nicht so ganz reflektiert werden, wie sie sonst normalerweise eventuell sind. Heißt also, dass man das erste Quartal halt immer so diese Anlaufschwierigkeiten hat. Man hat bei KLM im Quartal 1 plus 8% gegenüber dem Vorjahr gehabt. Man hat einen Verlust von 199 Millionen im Vergleich zu 290 Millionen Euro im Vorjahr gemacht. Man hat das 450 Millionen Euro Sparziel kurzfristig angesetzt. Abbau von bis zu 250 Verwaltungsstellen. Piloten fliegen häufiger, weil sie eine neue Tarifregelung bis April 2026 haben. Natürlich ist es auch so, dass sie Verbesserungen bei Flottenverfügbarkeit und operativer Stabilität haben. Die Lufthansa Airlines in Q1 mit 553 Millionen Euro sieht natürlich da auch etwas anders aus, aber ist auch eine etwas größere Fluggesellschaft. Turnaround-Programm soll erst natürlich 2028 das volle Potenzial entfalten. 200,5 Milliarden Euro Ergebnis plus werden angestrebt. Erste Erfolge bei Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit, aber Kosten weiter hoch, vergleichsweise schwaches Quartal trotz weniger Streiks in 2024. Fazit, die KLM scheint im Vergleich, hat halt die vergleichbaren Herausforderungen, muss man sagen. Jetzt sagt man natürlich, sie sind schneller und effektiver das Ganze angegangen als die Lufthansa und anderem durch konsequenteres Einsparen und flexiblere Arbeitszeitmodelle. Lufthansa hingegen setzt auf langfristige Wirkung ab 2026 und dann über 2027 bis 2028 und kämpft natürlich auch mit strukturellen Anklassen. Man muss natürlich auch sagen, Lufthansa ist ein bisschen mehr ein Tanker als die KLM. Die KLM kann da wesentlich besser reagieren. Man hat ja mit Amsterdam quasi nur den einen Hub, hat da nicht so viele Leute und auch nicht so viele Flugzeuge. Lufthansa hat da natürlich ein bisschen das Hintertreffen, weil man da mehr Leute auf Linie bringen muss. KLM, vielleicht eine Airline für die einen oder anderen, die interessant ist. Ich weiß nicht, könnt ihr auch unten zu kommentieren. Wir schauen uns nochmal an, was Lufthansa jetzt zum 6. Mai einstellt, und zwar nämlich die Flüge nach Tel Aviv. Warum? Die Houthi haben dort eine kleine Eskalation gemacht. Da haben am Flughafen Raketen oder eine Rakete ist eingeschlagen. Und deshalb werden alle Flüge bis 6. Mai ausgesetzt. Betroffen natürlich alle, auch Lufthansa Cargo und die SIS. Passagiere werden kontaktiert und auf Alternativen umgebucht. Der Angriff der Houthi-Miliz vom Iran aus unterstützt, die haben natürlich aus dem Jemen heraus geschossen und haben zum ersten Mal den Bereich rund um den Flughafen Ben Gurion getroffen. Eine Hyperschallrakete schlug in unmittelbarer Nähe des Flughafens ein. 8 Menschen wurden verletzt, der Flugverkehr zeitweise natürlich eingestellt, Zufahrtsstraßen wurden gesperrt. Trotz Warnhinweisen konnte das Projektil nicht abgefangen werden. Der Vorfall führt zur Panik am Terminal. Israels Verteidigungsminister Katz kündigte natürlich einen 7-fachen Gegenschlag an. Okay. Bewertung ist natürlich ganz klar, Sicherheit geht vor. Heißt also, dass es zu Flugausfällen kommt, logischerweise, aber es sind ja nicht nur Lufthansa, es sind ja auch andere Fluggesellschaften, die nicht mehr fliegen, Amerikaner fliegen nicht mehr direkt hin und so weiter. Heißt natürlich auch, dass das zivile Risiko dort gestiegen ist für den Luftverkehr
und dass man natürlich jetzt auch mit Gegenschlägen rechnet gegenüber den Houthi, aber auch gegenüber den Iranern wahrscheinlich. Und ich denke mal, dass die Reisewarnungen für die Region verschärft werden. Das sollte kein Geheimnis sein. Also ihr könnt da euch auf Israel einstellen, dass da wieder ein bisschen Halligalli ist, was jetzt ein bisschen kokett von mir formuliert worden ist. Aber ihr wisst, worauf ich anspiele. Ab sofort könnt ihr bei Eurowings, Lufthansa Miles & More, Inlandsflügen Juli, August dreifache Meilen bekommen. Also dreifache Miles & More Meilen, Lufthansa Miles & More Meilen bei Eurowings. Und ab sofort könnt ihr diese auf ausgewählten Strecken sammeln, vorausgesetzt ihr bucht bis zum 30. Juni und fliegt vom 1. Juli bis zum 31. Voraussetzung ist natürlich die Registrierung und auf der Aktionsseite von Miles & More. Gültig sind die Strecken nur mit Eurowings Flugnummer Berlin, Köln, Bonn, Berlin, Düsseldorf, Düsseldorf, Hamburg, Hamburg, München, Düsseldorf, München. Und natürlich auch wichtig ist, außer Westerland, Sylt und Nürnberg. Ihr registriert euch bis zum 30.06. und müsst die Flüge buchen auf eurowings.com oder über Lufthansa Vertriebskanäle. Flugflag. Also fliegen müsst ihr vom 1. Juli bis zum 31. August. 12 Meilen pro Euro ohne Status, 15 Meilen pro Euro mit Status, Prämienmeilen, keine Qualifying und natürlich auch keine Horn-Circle-Meilen. Gültig nur auf flugpreisbasierte Tickets, kein Fixwert pro Strecke. Buchung über Reiseportale ist nur gültig, wenn die Ticketnummer mit 220724, das ist Swiss, 257, das ist Austrian, 082 ist Brussels oder 101, das ist Air Dolomiti oder als sogenanntes Eurowings Ticketless-Flug beginnt. Fazit ist, dass natürlich man solche Sachen für Inlandsreisende als einen soliden Deal sehen kann. Wer bei geschäftlichen Vielfliegern oder teuren BIS-Klassen dort fliegt, wer ohnehin innerhalb Deutschlands fliegt, kann die Aktion natürlich einfach mitnehmen, weil dafür extra zu fliegen, würde ich ehrlich sagen. Ja, nicht, aber mitnehmen geht immer. Dann bin ich darauf angesprochen worden, es gibt wieder eine Aktion bei American Express Deutschland. Heißt also, dass wenn ihr Punkte von Amex zu Marriott Bonvoy transferiert, gibt es 30% mehr. Und jetzt ist die Frage, lohnt sich das? Und ich muss immer wieder lachen und sagen, ja, nee. Und ich halte jetzt die alte American Express Karte in die Luft. Ich weiß gar nicht, wo meine neue Karte ist. Ach ja, hier ist sie. Da ist es so, da kriege ich ja trotzdem pro Dollar Umsatz bekomme ich ja falsches Portemonnaie. Unglaublich. Ja, egal wie, ich kann euch die Karte nicht zeigen, denkt sie euch einfach die Marriott Bonvoy Karte. Oder aber wenn ihr halt die Amex Platin habt, das ist jetzt die Business-Variante, von der geht es ja darum, dann könnt ihr die Punkte transferieren. Und dieser Transfer lohnt sich eigentlich nicht wirklich aus meiner Sicht. Warum? Weil wenn ihr im Zeitraum vom 30. Juni 2025 die umtauscht dann bekommt ihr halt 30% mehr. Heißt also 3 Amex-Punkte sind 2,6 Bonvoy-Punkte statt 2,0. Why the fuck? Bei mir sind immer 3, trotz Promotion. Mindesttransfer sind 900 Membership Rewards Punkte, könnt nur auf eigene Marriott-Konto transferieren und nach 8 Wochen gibt es die Gutschrift, geht meistens schneller. Der Transfer lohnt sich halt wirklich nur, wenn ihr einen Use Case habt. Aber mit den amerikanischen Kreditkarten, ihr kriegt es immer 1:1. Oder wenn eine Promotion ist, kriegt ihr sogar mehr, 1,3. Wobei ich finde, den Wert von American Express Punkte in Bonvoy-Punkte umzuwandeln, halte ich nicht halt nicht top. Weil wenn man jetzt einfach mal ausgeht, man schickt 75.000 Amex-Punkte nach Bonvoy, dann sind das 65.000. Statt nur 50.000 in Amerika wären es halt 75.000 zu 75.000. Daran seht ihr also schon, wo der Unterschied liegt. Damit ist es zum Beispiel ein Hotel in der Kategorie 6 in der Nebensaison möglich oder 2 Nächte halt, wenn man so eine 4-Sterne-Bude nimmt. Und ich würde es wirklich nur im Notfall nutzen. Ansonsten halte ich wirklich die Membership Rewards Punkte für wesentlich besser. Und vor allem, wenn ihr die Punkte im Membership Rewards habt, dann habt ihr eine flexible Währung. Ihr braucht sie also nicht dort zu fixieren und dort in eine Hardwährung umzurechnen, von der ihr sie nicht mehr wegbekommt, zumindest nur schwer wegbekommt und damit dann einen Nachteil habt. An dieser Stelle wie immer, danke, dass ihr heute bei Fliegen Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und morgen wieder fröhlich zu sein und bei der nächsten Sendung auch dabei zu sein. Ich bereite mich vor auf meinen Trip nach Amerika.
In 3 Tagen geht's los. Ich freue mich. Gut, was mache ich jetzt? Ich sage Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.